Sterbebettvisionen gehören zu den spirituellen Erfahrungen, die uns auch klare Hinweise für ein Leben nach dem Tode geben. Denn oft wird beobachtet, dass Sterbende kurz vor ihrem Ableben mit verstorbenen Angehörigen oder Bekannten sprechen und diese auch sehen, im Gegensatz zu den umstehenden Personen. Diese Jenseitigen sind gekommen, um den Geist der sterbenden Person abzuholen und ihn in ihrer Welt zu empfangen. Solche Beobachtungen sind zwar meist nur im Familienkreis bekannt, aber offenbar doch nicht so selten. Im Grunde genommen entspricht dieses Abholen auch einem normalen menschlichen Verhalten. Wenn zum Beispiel ein Familienmitglied nach vielen Jahren aus der Ferne wieder nach Hause kommt, so wird man es auch mit einer kleinen Feier begrüßen. Genauso machen es auch die Verstorbenen, die uns in die jenseitige Welt vorausgegangen sind. Sie werden informiert, wann Bekannte oder Angehörige sterben werden, und so macht man sich für die Begrüßung bereit und freut sich darauf, sie im Jenseits empfangen zu dürfen. Der Übergang in diese jenseitige Welt ist für jene, die alt und gebrechlich geworden sind, auch eine beglückende Erfahrung. Ihr Leiden hat ein Ende, sie können den irdischen Leib ablegen wie ein altes Kleid und mit einem gesunden, feinstofflichen Körper in eine Welt eingehen, die größer, schöner und vielfältiger ist als diese irdische Welt. Es wäre schön, wenn Sie in den Kommentaren auch von eigenen, derartigen Erfahrungen schreiben würden. So sah zum Beispiel auch mein Vater kurz vor seinem Ableben vom Krebs schwer gezeichnet, ganz offensichtlich Verstorbene, denn er rief sie zu sich mit den Worten: „Kommt mich doch endlich holen." Natürlich sind das oft nur kurze Momente, wo solches beobachtet werden kann, aber das sind eben auch schöne Indizienbeweise für ein Leben nach dem irdischen Tode. Sie sehen im Anschluss ein Interview über eine Sterbebettvision mit Frau Ria, die im Spital ihren sterbenden Vater betreute. Sie war in einem Zimmer mit 4 Patienten, die alle alt und sterbenskrank waren. Das Besondere an dieser Sterbebettvision ist, dass gleich 2 dieser Patienten die Geistwesen seien, die zur Begrüßung eines sterbenden Mannes gekommen sind. Es ist auch ein eindrücklicher Beleg, dass kein Mensch beim Sterben von der jenseitigen Seite alleine gelassen wird und wir danach all jene wiedersehen dürfen, die uns im Sterben vorausgegangen sind. Frau Ria, als Ihr Vater im Krankenhaus war und Sie ihn gepflegt haben, haben Sie eine interessante Beobachtung von einer Sterbebettvision gemacht. Können Sie davon berichten? Ja, ganz gerne. Und zwar in dem Krankenzimmer waren 4 ältere Herren, die waren alle sterbekrank, mein Vater dazu. Neben mir war ein circa 90 Jahre alt, soweit ich mich erinnern kann. Und gegenüber von mir war ein anderer Herr, ich weiß jetzt nicht, wie alt er war, aber der war sterbenskrank. Und ich hatte vor mir meinen Papa, also sein Bett, er lag da und ich hatte meinem Papa seine Hand in die Hand gehabt und hab's gestreichelt und habe dann aber beobachtet, der Herr gegenüber hat ständig seine Sauerstoffmaske rausgenommen und seine Tochter hat versucht, die Maske wieder auf sein Gesicht zu tun. Und auf meiner rechten Seite der ältere Herr, der sterbenskrank war, der hat plötzlich jemanden auf die Decke gesehen und hat zu seiner Enkelin gesagt: „Was macht denn der da oben?" Und dann kurz danach sagt er: „Ach, da kommt ja noch jemanden", sagt er. Und wir haben uns geschaut, seine Enkelin und ich, und haben uns gewundert, was er da sieht. Und dann plötzlich sagt er, aber der Herr mit der Maske auch, sagt er: „Ah", zu seiner Tochter: „Schau mal, wer da ist. Ja, komm rein, komm rein." Also der hat auch jemanden auf die Decke gesehen und hat gesagt: „Ja, komm." Und seine Tochter hat das nicht verstanden. Sie sagte zu ihm: „Papa, ich bin doch hier und nicht da." Und er hat sie so geschubst und hat gesagt: „Ja, komm rein, komm rein." Und in dem Moment ist er gestorben, der Herr. Wir waren
wir waren alle sprachlos. Wir haben nur geguckt und es war aber, also für mich persönlich war es so eine irgendwie ein Gefühl. Ich hatte auch das Gefühl, jemand ist da. Es kann nicht sein, dass zwei sterbende Menschen jemanden sehen oder also ohne dass es wirklich da ist. Ja, natürlich hat die Tochter gerade jetzt ihren Vater verloren und die hat er geweint und aber es war so ein komisches Ereignis, muss ich sagen. Ja. Also war es so, dass zwei Personen solche Geistwesen gesehen haben, die zur Begrüßung des verstorbenen Mannes gekommen sind. Also der Mann, der gerade gestorben ist, er kannte ihn. Ich weiß nicht, wem er gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er einen Namen gesagt hat, aber er hat zu seiner Tochter so gesagt, schau mal, wer da ist, hat er gesagt. Und seine Tochter hat das, glaube ich, auch nicht so gecheckt, weil sie lag ja auf der anderen Seite und er hat, also wenn der Sterbende jetzt hier liegt, die Tochter saß da und er hat die Person hier oben gesehen. Und sie sagte, sie hat ihn gedreht und hat sich gesagt, Papa, ich bin hier, ja, auf der anderen Seite. Und er hat sie so geschaut, hat sie so geschubst und dann hat er, ja komm, hat er zu jemandem gesagt. Und dann war er weg. Dann hat weil es waren ja die Maschinen da und dann haben wir ja gesehen, dass sein Herz gerade da gestoppt war. Frau Ria, herzlichen Dank für diese Schilderung. Gerne.